Ich bin in der Küche wieder. Heute gibt es Smashed Potatoes. Und ja, das Smashed heißt wirklich, wir hauen auf die Kartoffeln drauf. Nicht ganz so schlimm, das machen wir mit einem Topf. Dazu gibt es ein schönes Dressing, das ist aus Quark und Skyr gemacht. Man kann es auch mit Sahne machen. Ich habe Quark und Skyr genommen. Und so schaut das Ganze dann nachher aus. Ich habe jetzt schon Hunger, denn wenn man es die ganze Zeit kocht und zubereitet, dann kriegt man den eben. Ich würde mal sagen, viel Spaß mit dem Video. Bis dann. Hier haben wir schon die ganzen Zutaten, die wir heute brauchen. Es sieht recht viel aus, aber es sind meistens so Zutaten bzw. Reste, die man immer noch zu Hause hat. Fangen wir mal an mit den Kartoffeln. Natürlich das Wichtigste bei den Smashed Potatoes sind die Kartoffeln. Ich habe mehlig kochende genommen, beziehungsweise ich nehme da immer mehlig kochende. Der Grund ist einfach, die werden im Ofen immer schön kross und ich habe das Gefühl, die werden auch krosser als die normalen Kartoffeln. Dazu eine Paprika, jeder kennt es, man hat noch so eine zerdatschte Paprika. Ich habe halt extra eine neue geholt, aber ihr wisst, was ich meine. Eine zerdatschte Paprika im Kühlschrank, Zucchini oder sowas noch im Kühlschrank. Und das sind schon die Hauptzutaten, die wir brauchen. Und die Restsachen sind für die Soße. Ich habe die Soße jetzt schon ein paar Mal gemacht. Normalerweise nehme ich dafür Magerquark. Quark, ja, habe ich zumindest für gewöhnlich immer im Kühlschrank als Notrettung. Und wenn Besuch kommt und die einen Dip wollen, dann sage ich immer, gut, kriegen wir hin. Den kann man ergänzen mit ganz normaler Schlagsahne. Und dann nimmt man so 50 Gramm von 50 bis 75 Gramm, kommt drauf an, mir reichen 50, sonst wird mir das so kalorienreich. Oder aber auch, was ich sehr gerne nehme, Skyr dazu. Und das Skyr ist wirklich der Tolle von der Konsistenz. Wenn ihr Skyr kennt, das ist eine Käseart aus Island. Man denkt immer, es ist ein Joghurt, aber es ist wirklich ein Käse. Habe ich vor vielen Jahren erfahren und habe ich immer auch zu Hause. Einfach mit dem Quark mit 250 Gramm mischen, dann 50 bis 100 Gramm Skyr und dann braucht ihr auch keine Sahne. Jetzt kommt natürlich dazu aus dem letzten Video und der Ofen ist schon bereit, ich bin zu langsam. Aus dem letzten Video haben wir hier noch das ganz schöne, die Gemüsebrühe ohne Salz. Das ist jetzt schon die letzte Flasche und ja, es riecht schon richtig schön nach Brühe und es sieht auch gut aus. Davon mache ich auch mal gerne einen Schluck rein für den Geschmack. Und dann habe ich noch Schnittlauch. Jeder hat meistens wirklich zu 90% der Leute, die ich kenne, die haben einen Schnittlauchstrauch in der Küche, beziehungsweise manche auch auf dem Balkon. Jetzt gerade zu der Jahreszeit geht es ja wieder. 2 Esslöffel Olivenöl. Da müsst ihr gucken, wie ihr das mögt. Ich mag gerne, wenn ein bisschen mehr drin ist. Olivenöl ist auch nicht ungesund oder sowas, klar, es hat viele Kalorien, aber Olivenöl ist wirklich sehr gesund und man liest auch sehr oft, dadurch werden die Leute in Italien sehr alt, da sie sehr mediterran essen und das heißt viel Olivenöl. Eine Knoblauchzehe, die wird da auch reingepresst in die Soße, beziehungsweise zerdrückt und dann mit reingemixt. Eine Zitrone, warum die Zitrone dabei? Ich finde, für mich, wie beim Tzatziki, da gehört einfach frischer Zitronensaft da rein und ja, das ist der Grund. Am Ende natürlich noch das gute Salz und das gute Pfeffer. Wir fangen jetzt mal an. Wir heizen den Ofen auf 220 Grad für die Kartoffeln. Die kommen dann später aufs Blech. Aber bevor sie aufs Blech kommen, müssen wir sie erstmal kochen. 20 Minuten lang. Da sind sie. Okay, ich hole schon mal eine Schüssel raus. Währenddessen brauche ich noch eine Schüssel für die Soße. Dann nehmen wir mal die. Und jetzt tauschen wir das einfach mal aus. Und dann sehen wir uns gleich. Gut, die Sahne ist weggepackt, es kann losgehen. Hier sind der Skyr und der Magerquark. Ich fange mal an mit dem Schnittlauch. Den muss ich erstmal fein schneiden, beziehungsweise kurz noch mal ein bisschen durchchecken. Die zwei sehen nicht so schön aus. Ein bisschen abschneiden einfach. Und dann machen wir den Instagram-Zaubertrick. Den Zaubertrick der ganzen Köche. Man schnipst einfach und es ist fertig. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber wir testen es mal. Das mit dem Schnittlauch hat ja schon gut geklappt. Den füllen wir jetzt in die Schüssel rein. Kann man noch ganz am Ende machen, ob es jetzt die schlauste Wahl ist von mir, den als erstes reinzutun und den Quark dann danach. Ist ja auch egal. Wie sagen die Deutschen immer, sei mal dahingestellt. Aber es soll schmecken und das wird es. Und ja, ich habe die Platte vorher geputzt, deswegen kann ich das hier auch so raufschieben und da rein tun. Okay, wir werden die Schüssel mal zur Seite tun. Jetzt haben wir natürlich den Quark, da brauchen wir die Schüssel wieder. Und da habe ich noch meine kleine Waage, die mir jeden Morgen auch beim Frühstück, wenn es die Haferflocken gibt, immer hilft. Und wir werden jetzt einfach mal den Quark und
den Skier dosieren. Also wie gesagt, 250 Gramm Magerquark. Da ist auch egal, welche Sorte ihr nehmt, welche ihr mögt. Das ist das Wichtige. Das haben wir hier schon schön zusammen, 250. Und jetzt kommt der Skier dazu und ihr seht schon von der Konsistenz, der ist natürlich viel flüssiger. Da mache ich immer 100 Gramm ungefähr dazu. So, wie versprochen, nur mir ist das immer wichtig, dass ich beim Kochen dann ein bisschen die Sachen zur Seite lege. Allein aus dem Grund, weil mir schon öfter mal so ein Quarkbecher umgekippt ist und dann hat man die ganzen Sachen. So, jetzt haben wir die Gemüsebrühe, die selbst gemacht habe. Wie gesagt, das ist das letzte Video, das könnt ihr euch gerne anschauen. Hiervon mache ich immer so einen kleinen Schluck. Da hat man auch den Vorteil, dass die Konsistenz gleich ein bisschen flüssiger wird. Dann ganz wichtig, frische Zitrone. Einfach so reinpressen. Ihr könnt auch eine Zitronenpresse nutzen, aber wenn es mit der Hand geht, geht es mit der Hand. Schaut, dass ihr die Kerne rausnehmt. Also ich hatte das schon mal gehabt, dass ich mir selber fast einen Zahn ausgebissen habe, beziehungsweise gefühlt fast einen Zahn ausgebissen habe. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen, dass es einfach leicht zu zubereiten ist und auch sehr gut schmeckt. Die Zitrone kommt zum Biermehl. Jetzt kommt noch das Olivenöl rüber. Ja, das ist schon immer schön. Ich sag so, bei so Dressings, die man sich selber macht und jetzt gerade mit Knoblauch und Olivenöl hat man immer schon so eine schöne Grundlage. Für den Knoblauch habe ich so eine, weiß ich nicht, wie es heißt. Also hiermit kann man es auf jeden Fall pressen. Man kann den aber auch mit einer Gabel ansonsten pressen oder mit irgendwas in der Küche. So, hier ist das Schöne, dass es hier drin ist. Man kann es dann einfach abschneiden. Toll, oder? Und das nicht so Schöne ist, dass hier unten immer noch das ganze Zeug ist und man das dann auch noch abkratzen muss. Ein bisschen Schale ist noch dabei. Gut, das tue ich mal rüber. Jetzt kommt eigentlich nur noch Salz und Pfeffer zu den Sachen. Und ich finde, das sind zwei super Gewürze, mit denen man eigentlich alles abdecken kann. Ich nutze ganz normalen, ich habe glaube ich schwarzen Pfeffer in der Mühle drin. Ansonsten hole ich manchmal so eine Pfeffersinfonie oder so Pfeffermischung. Pfeffer, da kann man nie genug von haben. Ich muss aber gucken, weil die Brühe ja auch schon eine Schärfe hatte. Sonst gibt es wieder mega. Bisschen Salz rein. Ja, gestern salzfreie Brühe, heute Salz reinmachen. Wie gesagt, ich habe die Brühe für mich auch mal probiert. Und ich mache sie für gewöhnlich ohne Salz. Da ich kenne alle Leute, die ich immer sage, die sagen dann, ach, das ist ja für die ich dann koche. Oh, das ist jetzt zu wenig Salz. Das schmeckt ja gar nicht und die salzen dann eh nach, deswegen. Das ist echt lecker. Das lasse ich da meistens noch eine Stunde stehen, dann schmeckt das noch mal besser. So, zu Paprika. Wie gesagt, jeder hat immer ein bisschen Zucchini oder Paprika noch da und wenn halt Besuch kommt und man hat nichts mehr da zum Kochen, sowas geht immer. Beim Paprika zubereiten, und da benutze ich eine Schnittmethode, die habe ich irgendwann mal gesehen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, man schneidet wahrscheinlich keine Paprika so, aber ich finde es für mich immer ganz praktisch, da das ganze Zeug dann hier gut abgeschnitten ist. Also man kann es hier so durchdrehen und immer hier direkt an der Paprikakante selber entlang schneiden und hat dann genau die Teile raus. Hier oben ist das Schöne, einfach ziehen und dann kann man das hier abpflücken. Zack. Gut. Das war schon. Die Paprika, die soll ja mit aufs Backblech, die gehen dann für eine halbe Stunde circa in den Ofen bei 220 Grad Ober- und Unterhitze. Das ist ganz wichtig. Gut, die Paprika legen wir schon mal aufs Blech drauf. Die legen wir mit der Oberseite nach oben, mit der Unterseite nach oben. Dann hält die ein bisschen mehr aus, weil die Schale ziemlich schnell verbrennt. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Olivenöl, denn wir müssen nachher die Kartoffeln und die Paprika mit Olivenöl, ein bisschen Salz oder
Was ich nehme, dann eine Pfeffermischung oder italienische Kräuter. So, hier haben wir jetzt einen Löffel. Und da packe ich einfach ganz wenig italienische Kräuter rein. Da habe ich keine spezielle Mischung. Da nehme ich dann halt so eine aus dem Supermarkt. Die habe ich mir in so eine Tupperschale umgefüllt. Ganz bisschen auch nur. Die Kartoffeln sind fertig und jetzt kommt das Allerbeste an dem Rezept. Und zwar das Smashen, Sachen kaputt machen, das kann jeder. Wir müssen gucken, dadurch, dass wir die Paprika noch drauf haben, haben wir nicht ganz so viel Platz, ist aber nicht schlimm. Wir legen die Paprika erstmal einfach an die Seite und dann nehmen wir sie einfach in den Topf rein, der jetzt zum Smashen bestimmt ist, weil da braucht man wirklich ein bisschen Platz. Ich lege die dann immer einfach so schön hin, ein bisschen Abstand halten und dann einfach mit dem Topf, mit einem ganz normalen Topf, ihr könnt das auch mit einer Tasse machen, wenn ihr keinen Topf habt, einfach von oben schön draufdrücken. Schaut ungefähr, dass sie 1,5 bis 2 cm dick sind maximal. Wenn ein bisschen dicker ist, ist es auch nicht schlimm. Hier haben wir jetzt unser Olivenöl. Mit den Kräutern ist auch schon schön reingezogen. Und einfach dann über die Kartoffel verteilen. Falls das Olivenöl zu wenig wird, nehmt mehr Olivenöl oder aber verdünnt es ein bisschen mit Wasser. Und das werden wir jetzt, glaube ich, auch mal machen. Die letzten Sekunden sind angebrochen. Ja, das Tolle ist, diesmal sind wohl keine Mäuse dran gewesen. Schaut es gut aus oder was? Schaut es gut aus? Auf jeden Fall. Das Essen ist endlich fertig. Wie wir sehen, es schaut mega gut aus. Die Kartoffeln sind schön knusprig, die Paprika sind schön, die haben die Gewürze alle toll angenommen. Das Dressing ist eh das Beste. Und ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, definitiv Daumen nach oben. Wenn ihr nicht abonniert habt, dann Zeit wird es. Wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.